Hallo und herzlich willkommen zum 23. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Teclon Koch Mark 23 vor. Mark 23 ist die Zivilversion von der MK23 im Kaliber 45 ACP. Diese Pistole ist entstanden, weil die US-Armee, sprich die US SOCOM, auf der Suche war nach einer Pistole als Primärwaffe. Der Entwicklungsstart hat 1991 angefangen. Über mehrere Jahre ist dann die Pistole immer ein bisschen weiterentwickelt und ausbessert worden. Die Pistole musste die härtesten Tests bestehen, die man jemals überhaupt bei einer Pistole gemacht hat. Und hat sie auch wirklich mit Bravour bestanden. 1996 hat dann Heckler & Koch mit der Auslieferung der Pistole an die US SOCOM angefangen. Die Pistole wird in einem hochwertigen Aluminiumkoffer geliefert, der abschliessbar ist. Normalerweise wäre natürlich der Schlüssel dazu dabei, dass bei diesem Modell um eine Secondhand-Waffe handelt, ist der leider nicht mehr rum. Dann ist im Lieferumfang noch dabei natürlich Pistole mit 2 Magazinen. Zudem haben wir eine Garantiekarte dabei, ein Testschussbild ab Werk und eine Bedienungsanleitung mit Text und Bilder. Und das ist der Lieferumfang dieser Waffe. Die Mark 23 ist eine Hammerfire-Pistole mit Double- und Single-Action-Abzug. Sie wiegt ca. 1,2 Kg. Der Schlitten besteht aus Stahl, der Unterteil besteht hauptsächlich aus Polymer. Das Griffstück hat Texturierungen, die sie sehr griffig machen, und im hinteren Bereich hat es noch einen Adapter für ein Lanyard. Der Sicherungshebel ist auf der linken und der rechten Seite vorhanden. Zudem verfügt das Modell auf der linken Seite über einen Entspannhebel, wo man halt vom Single-Action zum Double-Action-Modus wechseln kann. Der Schlittenfanghebel ist auch nur auf der linken Seite. Und als Magazinauslaser benutzt das Modell keinen Knopf, sondern einen Hebel, wo man von der linken und der rechten Seite bedienen kann. Der Abzug verfügt über Rillen, die ihn halt griffiger macht und auch gut bedienbar mit Händchen. Und im vorderen Bereich hat das Modell spezifische Schienen mit einem Gwind, wo gedacht ist, zumindest bei der militärischen Variante, um die sogenannte LAM, Laser Aiming Modul, zu montieren. Die kommt man als Zivilperson so gut wie gar nicht über. Aber es gibt mittlerweile von Drittherstellern so Picatinny-Adapter, damit man dann die kann an die Pistole montieren und dadurch nachher eine universelle Lampe oder Laserkombi kann drauf montieren. Das Abzugsgewicht im Double-Action-Modus ist ca. 5,1 Kg. Der Abzugsweg ist logisch extrem lang, streng halt, und der Druckpunkt ist fast gar nicht erkennbar. Im Single-Action-Modus wiederum ist das Abzugsgewicht 2,2 Kg. Dort ist der Druckpunkt sehr gut erkennbar. Der Reset-Punkt ist auch eigentlich sehr gut erkennbar.
und der Reset-Weg ist auch super kurz. Das Magazin ist aus Stahlblech mit einem Polymerboden. Unser Modell ist mit einem 12-Schuss-Magazin ausgeliefert worden. Je nach Land und Staat in Amerika gibt es auch, dass sie nur mit einem 10-Schuss-Magazin ausgeliefert wird. Zudem gibt es noch als separate Magazin zum Erwerben noch 17, 20 und 24 Schuss Magazin, wo dann sogenannte Extended Magazines sind, also sprich, ja, sie sind halt ein bisschen länger und schauen unten raus. Der Schlitten verfügt im hinteren Bereich über Serrations, um besser manipulieren zu können. Das Korn ist horizontal verschiebbar, verfügt über einen weißen Punkt, um besser zu zielen zu können. Beim Krimmenvisier genau dasselbe, auch weiße Punkte auf links und rechts. Die ist auch nur horizontal verschiebbar. Um sie vertikal zu ändern, müssen wir von Heckler & Koch andere Visier kaufen. Die Visierlinie allgemein ist eher hoch, da sie ja eigentlich geplant ist, um mit Schalldämpfer zu schiessen. Beim Lauf handelt es sich um einen ca. 149 mm langen Polygonlauf in Matschqualität. Der verfügt im Vorderbereich über ein 16 mm Gewinde für das Anbringen von einem Schalldämpfer. Der Rückstoß fühlt sich zwar stark an, ist halt der 45er, aber durch das grosse Gewicht, also das schwere Gewicht vom Schlitten und die speziellen Rückschlagsfedern, die Heckler & Koch spezifisch für das Modell konzipiert hat, spart man dort sich recht viel ein. Das merkt man auch, oder sprich haben wir auch gemerkt, als wir den Schusstest gemacht haben, weil obwohl es ein 45er ist, haben wir mit diesem Modell bis jetzt das beste Schussbild erzielt. Mein Fazit zu der Mark 23. Es ist eine coole Waffe zum Schiessen. Sie macht Spass, eben durch den Rückstoß, durch das 45er Kaliber.
Präzision ist auch sehr gut, dadurch, dass sie halt eben einen langen Lauf hat. Allgemein ist sie sehr groß, was wiederum auch ein Nachteil kann sein. Eben dadurch, dass sie groß ist sie auch relativ schwer. In Anführungszeichen eher ein bisschen unhandlich im Gegensatz zu einer kleineren Pistole. Was halt, ja, eben manchmal so ein bisschen, ja, Dynamik, ich sage jetzt einmal im Vergleich zu einer USP Compact oder was auch immer, irgendetwas Kleineres, ein bisschen schwächer macht. Aber wenn du ein Fan bist, ein absolutes Must-Have. Eben macht trotzdem Spaß zum Schiessen. Ist einfach meiner Meinung nach nicht so dynamisch wie jetzt irgendwie eine andere Pistole, die ein bisschen kürzer oder kleiner ist. Ich bin da gleicher Meinung wie der Patrick. Es ist sicher nicht das Modell für jedermann, weil es halt einfach wirklich ein riesengroßer, unhandlicher Klotz ist, wenn man ehrlich ist. Spricht schon halt mehr halt wirklich die Sammler und die Liebhaber an. Für die Liebhaber unter uns, wie wir halt auch sind, einfach ein kleiner Tipp an Rand. Für die eben auf der Suche nach einer LAM-Unit sind, wo man halt wirklich nicht finden tut. Wir haben dort einen Test gemacht mit der Airsoft-Version von Tokyo Marui, wo erstaunlicherweise wirklich verhebt hat. Also wir haben da mehrere Magazine durchgelassen und es hat gehebt, es ist nicht kaputt gegangen. Also für die etwas suchen, nur so wegen dem Aussehen her, wäre das dort vielleicht mal eine Überlegung wert. Aber ja, zurück zum Fazit. Wie es der Patrick sagt, es ist wirklich eher etwas für Sammler und Liebhaber. Anderen würde ich lieber halt eher etwas anderes empfehlen. Werden dann schlussendlich dann gleich mehr Spass haben. Das war es wieder mal mit dem Video. Natürlich ein Dankeschön an Assetto Suisse, dass wir dort unsere Schussaufnahmen machen durften. Wir würden uns natürlich auch freuen über jeden neuen Abonnent und jeden Like unter dem Video. Detailbilder findet ihr auch wie immer auf Insta und Facebook. Dort natürlich auch würden wir uns über jeden neuen Like freuen und auch abonnieren. Euch noch einen schönen Tag und ciao zusammen.